Du kauerst im Dunkeln vor 400, 000 Jahren. Und deine Hände zittern nicht vor Kälte, sondern vor Concentration. Ein Haufen getrocknetes Moos liegt vor dir. Ein Funke, ein falscher Winkel und du fängst wieder von vorne an. Alles, was du hast, Wärme, Nahrung, die du tatsächlich verdauen kannst, Schutz vor den Dingen, die knapp jenseits des Lichts umherstreifen, hängt davon ab, dies genau richtig zu machen. Gerade jetzt machst du Feuer mit einem Feuerzeug, das $1 kostet. Du denkst nicht einmal darüber nach. Wahrscheinlich hast du noch nie versagt, eines anzuzünden. Wie also haben es die frühen Menschen ohne Streichhölzer, ohne Feuerzeuge, ohne Chemie tatsächlich geschafft, eine Flamme aus dem Nichts zu erzeugen. Jeder nimmt an, es begann damit, zwei Stöcke aneinander zu reiben. Irgendein Höhlenmensch, der Glück hatte. Die Wahrheit ist, dass Feuermachen weniger Glück und mehr Präzisionstechnik war und die dahinterstehende Physik strenger ist, als den meisten bewusst ist. Im Jahr 2004 überprüfte der Archäologe Will Rogrux von der Universität Leiden Belege von Fundstätten in ganz Europa, die darauf hindeuten, dass Homininen bereits vor 400 Jahren Feuer nutzten, lange bevor der Homo sapiens existierte. Das ist keine Lagerfeuergeschichte, das sind mehrere Homininenarten über Hunderttausende von Jahren hinweg, die etwas am Leben erhielten, das sie hätte töten können, wenn sie es falsch gemacht hätten. Es bedeutet, dass Feuer kein Geistesblitz war. Es war vererbtes Wissen, weitergegeben über Tausende von Generationen, bevor irgendjemand, der heute lebt, geboren wurde. Was hat also das Spiel verändert? Reibung. Der Handbohrer und der Bogenbohrer funktionieren nach demselben Prinzip. Reibung erzeugt Wärme, Wärme erzeugt eine Glut. Eine Glut wird zur Flamme genährt. Der Archäologe John Whittaker dokumentierte in einer Studie von 2004 über Feuerbohrersets, die beim O'odham-Wolk im amerikanischen Südwesten gefunden wurden. Bohrgeschwindigkeiten, die etwa 400 bis 900 Umdrehungen pro Minute stetige Reibung aufrechterhalten mussten, nur um die Zündtemperatur zu erreichen. Etwa 800 Grad Fahrenheit an der Bohrerspitze. Zum Vergleich, Wasser kocht bei 212 Grad Fahrenheit. Du erwärmst nicht einfach etwas. Du zwingst das Holz, das Vierfache dieser Hitze zu erreichen, nur mit deinen eigenen Armen. Hier wird's allerdings seltsam. Holz allein funktionierte fast nie. Jeder nimmt an, jeder trockene Stock würde reichen. Tatsächlich war die Holzkombination wichtiger als die Anstrengungen dahinter. Ein weicheres Holz für die Basis, ein härteres Holz für die Spindel und, entscheidend, ein Zunder, der eine reiskorngroße Glut auffangen und in eine Flamme verwandeln konnte. Hier kommt einer der seltsamsten Funde der Archäologie ins Spiel. 1993 entdeckten Wanderer in den Ötztaler Alpen Ötzi einen mumifizierten Mann, der auf etwa 3300 Volker datiert wird und im Eis an der Grenze zwischen Österreich und Italien konserviert war. Unter seinen Habseligkeiten fanden Forscher des Südtiroler Archäologiemuseums Klumpen von Pilz. Den Sunderschwamm, Fomes fomentarius, der speziell zum Feuermachen mitgeführt wurde, zusammen mit Eisenpyrit, das wahrscheinlich zum Funkenschlagen verwendet wurde, trug vor 300 Jahren ein Feuerstarter-Set bei sich. Dieselbe grundlegende Idee wie ein moderner Feuertag, nur eben aus einem Pilz und einem Stein gebaut. Was sagte das also? Feuermachen wurde nicht im Moment improvisiert. Es war eine bewahrte Fertigkeit, Werkzeuge gepflegt, mitgeführt, instand gehalten. Darunter verbirgt sich jedoch ein tieferes Problem. Reibungsfeuer funktioniert nur, wenn man bereits einmal irgendwo Feuer hatte, um daraus zu lernen. Wie also entstand das allererste Feuer ohne Vorbild, das man hätte kopieren können? Hier wird die Beweislage wirklich unsicher und ehrlich gesagt immer noch umstritten. Einige Forscher, die frühe Feuerstellen untersuchen, vermuten, dass natürliche Entzündung, Blitzeinschläge, vulkanische Aktivität oder Selbstentzündung in trockenem Torf den frühen Menschen ihren ersten Kontakt mit kontrolliertem Feuer verschaffte, das sie dann einfangen, transportieren und schließlich nach Bedarf reproduzieren lernten, lange bevor sie es zuverlässig aus dem Nichts erzeugen konnten. Feuer einzufangen, mit anderen Worten, kam möglicherweise Jahrhunderte vor dem Feuermachen. Und das rückt die ganze Frage, mit der du angefangen hast, in ein neues Licht. Der schwierige Teil war nie, den ersten Funken zu schlagen. Der schwierige Teil war, ihn zu bewahren. Anthropologische Studien zeitgenössischer Jäger- und Sammlergruppen, einschließlich veröffentlichter Arbeiten über die Feuerpraktiken der Andamaninsulaner, beschreiben Gemeinschaften, die historisch bevorzugten, Glut zwischen Lagern zu transportieren, anstatt von Grund auf neu zu inserten, weil das Wiederentzünden langsam, unsicher und anstrengend war. Feuer wurde nicht täglich gemacht. Es wurde bewacht, genährt und weitergegeben. Manchmal buchstäblich von einem schwelenden Holzscheit zum nächsten, über Jahre hinweg. Was war also die eigentliche Fertigkeit, die über Hunderttausende von Jahren weitergegeben wurde? Nicht der Funke. Sehen Bewahrung.
Das verändert, was diese Technologie eigentlich war. Es war kein Werkzeug, das man einmal benutzte und dann weglegte. Es war eine Beziehung zu Holz, zu Wetter, zu Timing, gepflegt von Menschen, die verstanden, dass der Verlust einer Flamme bedeuten konnte, alles zu verlieren, was diese Flamme schützte. Wärme, gekochte Nahrung, Sicherheit vor der Dunkelheit. Stell dir noch einmal diese Person mit den zitternden Händen vor, die vor 400 Jahren über getrocknetem Moos kauert. Sie hofften nicht auf Glück. Sie führten eine Fertigkeit aus, die von allen weitergegeben wurde, die vor ihnen kamen. Eine, die sie so lange geübt hatten, bis ihre Hände sie ohne Nachdenken beherrschten. Das Feuer vor ihnen war nicht neu, es war uralt, wiedergeboren, ein weiteres Mal in ihren Händen, für die tausendste Generation in Folge. Du hast dieses Feuer immer noch. Es lebt jetzt nur in deiner Tasche und es verlangt nie etwas von dir. Die eigentliche Erfindung war nie die Flamme. Es war die Disziplin, sie niemals erlöschen zu lassen.